Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Klaus, Fotograf und Videograf. In diesem Tutorial zeige ich euch den AIRT Video Enhancer. Anhand praxisnaher Beispiele sehen wir uns gemeinsam an, wie die Software Videos hochskaliert, Rauschen reduziert und die Bildqualität verbessert. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir alle kennen die Probleme. Winzige Videodateien, Unschärfe, extremes ISO-Rauschen oder einfach veraltete Bildformate, die auf heutigen Screens einfach verloren werden. Manchmal muss der Bildausschnitt korrigiert, ein hochkant gekipptes Video gedreht, flauen Farben, ein bisschen mehr Pep verpasst und falscher Weißabgleich korrigiert werden. Vielleicht verlangt eine Action-Szene nach einer Zeitlupe, der neue Monitor nach brillanterem HDR oder auch die Tonspur nach einem Audio-Denoising. Kurz gesagt, erst der richtige Feinschliff macht ein Video zum Genuss. Genau hier kommt der AIRT Video Enhancer ins Spiel. Eine Software, die all diese genannten Baustellen sauber löst, echte Qualität liefert und dabei absolut bezahlbar bleibt. Erstmal Vorhang auf für den AIRT Video Enhancer in der Praxis. Nach dem Start des AIRT Video Enhancer werden wir gefragt, ob wir mit den letzten Videos fortfahren wollen. Das geht natürlich nur, falls es bereits eine Bearbeitung gab. Ich klicke mal auf Ja. Besonders interessant, wenn es mehr als ein Video ist, dessen Originale vielleicht auf den unterschiedlichsten Datenträgern zu finden sind. So muss ich sie nicht erneut wieder aufrufen. Wir sehen ein herrlich verrauschtes Bild, vor allen Dingen in der 200% Ansicht sehr deutlich sichtbar. Ich klicke mal auf Vorschau, um zu sehen, was die Standardeinstellungen tun können. Und wir sehen, das schwarze Pferd ist plötzlich nicht mehr gesprenkelt, es ist schwarz, das Rauschen ist weg, der Hintergrund, die Berge sind klar, das Wasser unten auch und die Pferde als solche erkennbar. Jetzt habe ich eine Möglichkeit, mit den Standardeinstellungen, ohne dass ich irgendetwas verändert habe, das Aktuelle zu exportieren. Das wird exportiert mit dem Modell More Detail, zweifach Hochskalierung. Alle anderen Kästchen sind deaktiviert und wir sehen, da kommt doch schon ein ganz nettes Ergebnis heraus dabei. Gespeichert wird dort, wo ihr das vorher eingestellt habt und auch in dem Format, das ihr vorher gewählt habt. Ich gehe mal wieder zurück in die Gesamtansicht und klicke auf Wiedergabe. Hier sehen wir jetzt unverarbeitet. Die Echtzeitvorschau ist nicht verfügbar. Wir sehen die Vorschau in der Bewegung des Videos, aber nicht verbessert. Sonst müsste ja jeder einzelne Frame verbessert werden. Eine Verbesserung bezieht sich jeweils auf ein Bild, einen einzigen Frame. Exportiere ich das, dauert es etwas länger, aber das ganze Video wird so verbessert, wie wir es hier in der Vorschau sehen. Wir gehen mal zum nächsten. Der Hase, nein, falsch, ist kein Hase, ist ein Kaninchen. Der Hintergrund ebenso herrlich verrauscht und das Kaninchen ein bisschen unscharf. Gehe ich mal auf 150%, sehen wir den kleinen Nager etwas besser und ich klicke wieder auf Vorschau mit den Standardeinstellungen. Und wir sehen, der Hintergrund ist perfekt entrauscht. Das Kaninchen wird plötzlich zum Feldtier. Keine homogene Masse mehr, sondern man sieht wirklich das Fell. Auch hier unten dieser Grasstreifen, der noch im Schärfebereich ist, wird schön nachgeschärft. Jetzt haben wir aber nicht nur die Möglichkeit, jeden einzelnen Videoclip mit aktuelles Exportieren zu exportieren. Vor allen Dingen dann, wenn wir nicht bei den Standardeinstellungen bleiben, sondern etwas verändern wollen. Wir wollen im Schrittmodus arbeiten. Auch hier muss ich nochmal die Vorschau laden, da sie etwas genauer ist. Wir sehen das ganz speziell an diesen feinen Strukturen im Fell hier oben. Will ich es beschneiden? Nein, das möchte ich eigentlich nicht. Wir sehen, wir haben ein Original in Full HD mit 25 Frames per Second. Möchte ich interpolieren, kann ich wählen, ich hätte gerne 30. Dann steht hier rechts oben als Ergebnis 30 Frames per Second in der Zweifachvergrößerung identisch mit 4K. In diesem Fall klicke ich auf
Aufgabe hinzufügen. Und hier im unteren Bereich sehen wir in der linken Hälfte das Original, den Dateinamen und die Originalwerte. Hier rechts die Ausgabe, so wie wir das gerade eingestellt haben. Modell, More Detail und die Frame-Interpolation von 25 FPS zu 30 FPS. 25 und 50 ist in der Regel ein europäisches Maß und 30 und 60 Teile Asiens und der amerikanische Kontinent. Wähle ich nun später Stapelexport, wird alles, was hier unten unter Aufgaben abgelegt ist, mit genau den einzeln gewählten Einstellungen exportiert. Eine Vorschau zeigt uns, das Haar ist geschärft, die Gesichter sind nachgeschärft, ohne Gesichter und Gesichtsausdruck zu verfremden. Hier würde ich allerdings das etwas weichere Modell Smooth High Quality Version 3 wählen. Ebenso hochskaliert, das ist kein Full HD, sondern ein sogenanntes 720p Format. Wenn ich das zweifach habe, dann habe ich die 2560 x 1440 oder ich mache es vom HD aufs Full HD, 1920 x 1080 Pixel. Ich lasse mal die 25 Frames per Second bestehen. Klicke nochmal auf die Vorschau, vergrößere es etwas oder sage gleich Fit. Jetzt gefällt mir nur die Farbe nicht. Das Haar ist nicht ganz so aggressiv geschärft wie mit dem Modell More Detail. Die Gesichter trotzdem sehr schön dargestellt, aber wie gesagt, die Farbe, das passt mir nicht so richtig. Nein, das war falsch. Hier haben wir die Farbe. Ich möchte die Temperatur etwas erhöhen und etwas in den Grünbereich ziehen. Ihr seht, diese Veränderungen sind in der Vorschau in Echtzeit sichtbar. Die Lichter ganz kleines bisschen runter, den Kontrast erhöhen. Das war zu viel. Dieser graue Mantel oder schwarze Mantel, der soll tatsächlich noch Struktur haben. So etwa. Die Sättigung ein bisschen erhöht. Ja, ich denke, damit wäre ich schon zufrieden. Das ist das Vorher, Nachher. Das heißt, wir sehen uns das ganze Bild an, ohne Farbanpassung. Sehen so ein bisschen lila blassblau aus. Mit der Farbanpassung gefällt mir das etwas besser. Ist irgendwie ein bisschen kerniger und nicht so flau. Und das Ganze mit den Einstellungen Smooth HD, also weich, und 1080p die Full HD Darstellung. Ich füge es wieder als zweite Aufgabe hier unten hinzu. Tja, hier haben wir jetzt ein Bild. Wer sich mit dem Letterbox-Verfahren auskennt, der wird das auf Anhieb sehen. Wir haben oben und unten einen deutlichen Streifen. Das Bild ist winzig klein. Setze ich es auf Nicht vergrößern, dann sehen wir, da müssen wir noch ein bisschen was tun. Ich möchte es vergrößern, allerdings auf Full HD. Nun sehe ich jedoch, das sind keine 1920 x 1080, sondern nur 1620. Das liegt daran, dass es kein 16:9 Seitenverhältnis ist. Also bearbeiten, Zuschnitt verwenden, nicht frei, nicht original, sondern 16:9 Format. Und wir sehen, die schwarzen Balken oben und unten, die sind verschwunden. Hier oben noch ein winzig kleiner Streifen, den ziehe ich eben weg. Ja. Und schon haben wir, wenn ich es im Vollbild anzeigen lasse, eine sehr, sehr flaue Abbildung, aber im richtigen Format. Wählen wir mal den Hochqualitätsschrittmodus. Bearbeitet haben wir es gerade. Fehlt noch ein bisschen Farbe. Dazu brauche ich allerdings die Vorschau. Ich möchte lediglich die Farbtemperatur etwas erhöhen, nur ein kleines bisschen. Den Kontrast etwas erhöhen, die Sättigung minimal, die Lichter ein bisschen runterziehen und dafür die Tiefen wieder etwas erhöhen, ohne mir die Kontrastanhebung damit wieder zunichte zu machen. So. All diese Anpassungen sind, wie viele andere auch, reine Geschmackssache. Ich würde es mal so lassen. Kontrast zurücknehmen, das war vielleicht ein bisschen
zu arg. Wir haben nur Detail, Full HD, keine Streifen mehr oben und unten. Wir haben die Farbe korrigiert. Füge es als nächste Aufgabe hinzu. Eine letzte Aufnahme, die 2 meiner Hunde zeigt. Und hier möchte ich jetzt nicht das ganze Video, sondern nur einen kleinen Teil, und zwar diesen Bereich hier als Ausschnitt exportieren. So, da ist dann schon Schluss. Und möchte das in Zeitlupe anzeigen lassen. Klicke auf Zeitlupe. Das bedeutet, die Geschwindigkeit wird verringert und die Videolänge verdoppelt sich dadurch. Diese Aufgabe, die füge ich jetzt wieder hinzu und gehe nochmal ganz zurück zum ersten. Von dem ersten haben wir keine Aufgabe erstellt. Das war das erste Beispiel, um es mit aktuelles Exportieren, mit den Standardeinstellungen zu exportieren. Bei diesen sehr verrauschten und sehr dunklen Aufnahme, Nachtaufnahme, das ist eine Morgendämmerungsaufnahme, vermute ich, bietet sich Super Video Very High Quality an. Hier gibt es nur eine zweifache Vergrößerung. Dazu wähle ich jetzt den Schrittmodus, um die Qualität zu erhöhen. Möchte nichts weiter daran bearbeiten, klicke einmal auf Vorschau. Ich zeige es nochmal in der 200% Ansicht an. Gehe nochmal in Farbe, ob wir da die Tiefen etwas anheben sollten. Geringfügig vielleicht 6 Punkte. Noch etwas mehr. Gehe mal auf 12. Den Unterschied sehen wir eigentlich nur hier in den Bereichen, da wo dieser dunkle Bereich, dieses Grün, noch ein kleines bisschen mehr Struktur hat, wie vorher. Und so füge ich diese Aufgabe hinzu. Jetzt kann ich jede einzelne dieser erstellten Aufgaben, ich ziehe das mal hoch, dann sehen wir es besser in der Übersicht. Jetzt können wir jede einzelne starten. Und zwar immer die ausgewählte mit Aktuelles exportieren. Oder ich wähle Stapelexport. Dann wird alles zusammen exportiert. Vergewissere mich nochmal, dass die Exporteinstellungen tatsächlich auch stimmen. Habt ihr sehr viel zu exportieren, klickt ihr auf Nach Aufgabenabschluss herunterfahren. Die stimmen also, ich klicke auf Stapel Export und wir schauen uns gleich die Ergebnisse an. Und da sind sie auch schon, die exportierten Ergebnisse unserer 5 Beispielvideos. Das mümmelnde Kaninchen. Schön nachgeschärft, kein Rauschen mehr im Hintergrund. Hier haben wir die Gesichter nicht unnötig extrem nachgeschärft, sondern eine natürliche Ausstrahlung behalten. Super geworden. Ihr erinnert euch vielleicht noch, wie winzig das Bild war. 2 meiner Hunde auf 4K hochskaliert in Zeitlupe. Die Pferde ebenfalls in 4K mit dem Modell Super Video High Quality. Jetzt wollt ihr das Tool erstmal selbst testen, ne? Kein Problem. Gibt natürlich eine kostenfreie Testversion. Die hat für den Übergang zwar ein paar kleine Einschränkungen, wie ein Wasserzeichen, das Fehlen des Batch-Exports, ihr könnt Videos also nur einzeln ausgeben, und ein Limit von 120 Sekunden pro Clip. Aber zum Ausprobieren ist sie perfekt. Ein Blick auf die 3 KI-Modelle. More Detail High Quality ist am besten geeignet für Texturen, Fell und Haare, Landschaften sowie detailreiche Aufnahmen. Smooth High Quality hingegen für Personen, allgemeine Entrauschung und natürlich wirkende Ergebnisse. Super Video Very High Quality nehmt ihr am besten für Nachtaufnahmen, wenig Licht und starkes Bildrauschen. Sowohl professionelle Kreative als auch Einsteiger können mit dem AI Art Video Enhancer arbeiten.
Er unterstützt Hochskalierung, Entrauschung, Schärfung, die Zwischenbildberechnung, Farbanpassungen und den Stapelexport. Das Videomaterial muss nicht in die Cloud hochgeladen werden. Die gesamte Verarbeitung erfolgt lokal und schützt dadurch eure Privatsphäre. Die Anwendung unterstützt GPU-Hardwarebeschleunigung. Je leistungsfähiger euer Computer ist, desto schneller ist in der Regel die Verarbeitung. Der Video-Enhancer kann vor dem eigentlichen Schnitt zur Verbesserung des Ausgangsmaterials eingesetzt werden und er liefert eine bessere Grundlage für die weitere Bearbeitung. Er kann eigenständig oder zusammen mit professioneller Software wie Premiere Pro und After Effects verwendet werden. Kann der AI-Art Video Enhancer für kommerzielle Projekte verwendet werden? Ja. AI-Art Video Enhancer eignet sich sowohl für den privaten als auch für den professionellen Einsatz, zum Beispiel für Produkt- und Marketingvideos, Kundenprojekte, Website-Inhalte und Social-Media-Material. Die KI-Funktionen sparen Zeit, verbessern die Qualität und unterstützen einen professionellen Markenauftritt. Verwendet AI-Art meine Fotos oder Videos zum Training der KI? Nein. Fotos und Videos bleiben privat. Die Verarbeitung erfolgt lokal auf dem eigenen Rechner unter Nutzung der GPU. Die KI-Modelle von AI-Art werden ausschließlich mit intern erstelltem und lizenziertem Material trainiert. Wie kann ich kostenlos auf die neueste Version aktualisieren? Bei der Lifetime-Lizenz sind alle zukünftigen Versionen dauerhaft und ohne zusätzliche Kosten enthalten. Bei der Standard-Lizenz sind Updates auf alle neuen Versionen ein Jahr lang kostenlos. Wenn ein Update verfügbar ist, zeigt die Software automatisch einen Hinweis an. Das Update-Fenster lässt sich aber auch auf Updates überprüfen im Einstellungsmenü öffnen. Danach einfach den Anweisungen erfolgen. So ein Update ist mit wenigen Klicks erledigt. Ist AI-Arty eine vollständige Videoschnittsoftware? Nein. Es ist hervorragend dazu geeignet, die Qualität eures Videomaterials zu verbessern. Zum Videoschnitt kann es mit Software wie Premiere Pro oder After Effects verwendet werden. Weitere Infos dazu auf der AI-Arty-Website. Ich hoffe, die gezeigten Praxisbeispiele helfen euch dabei, den AI-Arty Video Enhancer optimal einzusetzen. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Ausprobieren.